Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe von Ubisoft ein kleines Paket bekommen und da drinnen befindet sich eine Figur, die es nur in einer geringen Stückzahl limitiert auf der ganzen Welt gibt. Und noch ein bisschen mehr und all das schauen wir uns jetzt gleich an. Ihr seht also, auf meinem Kanal bekommt ihr nicht nur Unboxings, sondern auch Guides, News und Lore, wie zum Beispiel auch zu den ISO-Schriften. Wenn ihr die nicht verpassen wollt oder die Übersetzungen zum Beispiel, dann lasst gerne ein Abo da. Ich würde aber sagen, wir legen gleich los. Bevor wir das aber tun, möchte ich mich einmal bedanken bei Ubisoft, bei der Matters Guild und auch bei Mel. Vielen lieben Dank für die Einsendung dieses Pakets hier. Wirklich tolle Dinge und auch cool, dass ihr mir das möglich gemacht habt. Dankeschön, das passt zum Jubiläum, zum 4000 Abonnenten-Jubiläum. Auch nochmal ein Dankeschön an euch. Danke, danke, danke. Bevor wir aber loslegen, allgemein die Frage, was habt ihr für Figuren? Sammelt ihr Figuren? Und wenn ja, seid ihr jemand, der sagt, okay, ich werde sie jetzt wie zum Beispiel hier im Hintergrund die Figuren einfach nicht auspacken und hinstellen? Oder seid ihr jemand, ja, ich packe die aus, ich will die erleben und wo stellt ihr die am besten hin? Lasst es mich mal wissen, weil ich ziehe bald um und muss mir auch überlegen, wo ich diese ganzen Sachen hier im Hintergrund hinpacke. Das ist auf jeden Fall auch ein gutes Thema, denn ich habe euch wirklich noch nie so meinen Hintergrund gezeigt. Eine Roomtour gibt es noch nicht, weil das sieht hier ein bisschen aus wie sonst was. Aber ich zeige euch mal ganz kurz, wie das hier aussieht, beziehungsweise was ich für Figuren überhaupt besitze. Nämlich nicht viele. Ich habe tatsächlich einmal den Aguila aus dem Assassin's Creed Film. Ich habe einmal die Maria, auch aus dem Film. Das ist quasi so ein Zweierpaket, was man ineinander verkoppeln kann. Dann habe ich natürlich noch ein paar Bücher im Hintergrund, das ist klar, aber darum geht es da nicht. Ich habe eine Chibi-Figur, und nämlich die weibliche Eivor. Die männliche habe ich ja letztes Jahr zu Weihnachten verlost. Übrigens, zum Thema Verlosung gibt es auch vielleicht noch gleich was im Video zu sehen. Dementsprechend bleibt gerne dran. Ne? Allerspätestens zu Weihnachten wird es vielleicht wieder was geben. Dazu noch von der Matters Guild eine Büste mit alter ihr. Unglaublich schön. Ich bin immer noch sehr hingerissen, ob ich sie bemalen soll. Viele sagen ja, ich soll es nicht tun. Und dann natürlich, ich zähle es jetzt auch mal als Figur, ein Horn, ein Trinkhorn, woraus ich auch schon getrunken habe. Es funktioniert, Leute, und es ist ein geiles Gefühl. Vor allem Met schmeckt sehr geil. Das war's eigentlich. Habe ich noch einen rasenden Falken, ja, Millennium Falcon habe ich, und das waren eigentlich meine gesamten Figuren. So viel habe ich gar nicht. Ihr habt bestimmt weitaus mehr. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein oder kommt gerne auf meinen Discord, denn da habe ich auch ein paar Channels, wo ihr die Bilder teilen könnt in der Community. So, Freunde, und jetzt kommen wir zu der Sache, auf die ihr endlich gewartet habt. Was ist in diesem wunderschönen Paket drin? Naja, in diesem Paket, nicht von Corsair, sondern von Ubisoft, haben wir eine Kleinigkeit und ich werde mal gucken, dass ich sie euch schön präsentiere. Aber das allererste, was ihr seht, was nicht limitiert ist, eine wunderschöne Figur. Eine unglaublich schöne Figur. Und zwar aus der Endless Collection der Master Assassin Ezio aus Assassin's Creed Brotherhood mit einer Höhe bzw. Länge von 24 cm. That's what she said. Und bestehend aus PVC. Wunderschöne Bearbeitung. Hier auch nochmal im Hintergrund ein paar Bilder, wie die Figur designt wurde. Ja, handgemalt, so wie es ausschaut, beziehungsweise jetzt für die Promo-Shots zumindest. Und die packen wir natürlich auch aus. So, Freunde, das Messer ist bereit. Ich bin's auch. Wir wechseln mal die Perspektive. Und zwar in die Unboxing-Perspektive. Hier ist das wunderschöne Paket und zumindest habe ich schon mal diesen Cut gemacht oder Take. Ja, das heißt, diesen Spaß muss ich mir nicht mehr hier geben mit dem Öffnen des Pakets. Aber ja, wunderschön. Hier steht es auch nochmal Animus Collection Master Assassin Ezio. Auf der Rückseite nochmal ein paar Details in verschiedenen Sprachen. Wunderschöne Sache. Und da machen wir das ganze Ding mal auf. Das ist jetzt quasi neu für mich. Oh, okay, man kann also, ihr werdet es gleich sehen, man kann das Ganze also wahrscheinlich auch präsentieren. Die Figur packen wir mal gleich hier hin. Das wäre dann im Grunde das Schaufenster. Zack. Okay. Das ist geil. Also quasi, ja, die Rückseite der Figur. Denn man sieht hier die Dächer von Venedig oder Florenz, besser gesagt. Das könnte der Dom sein, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Ihr wisst das wahrscheinlich besser als ich in den Kommentaren. Ich muss mal wieder anzocken, das Game. Und natürlich ganz klar die Figur, auf die wir alle gewartet haben. Oder ich zumindest. Aber, Freunde... Oh, da hat er schon sein erstes Opfer gefunden. Der liebe Ezio mit seiner versteckten Klinge. Ah, ein Remaster muss auf jeden Fall kommen. Oder ein Remake sogar. Schaut euch diese... Wow. Also ich bin gerade ein bisschen flashed. Ich finde gerade, ich weiß nicht, aber die Verarbeitung und der Detailgrad und auch von der Wertigkeit her, entweder kommt es mir nur so vor,
aber ich finde viel, viel, viel hochwertiger als die Figur, die wir im Schrank haben, also Agila, die ihr auch schon gesehen habt. Generell natürlich, die Figuren sind immer sehr hochwertig. 60 € kostet das ganze Ding. Ganz schön knackig vom Preis, aber von der Verarbeitung her wunderschön. Ja, schaut es euch nochmal an. Dann so diesen leichten Animus-Effekt, ja, mit diesen da sind ja sogar, es sieht so aus wie DNA-Stränge, die da entlang laufen. Unglaublich schön. Sehr gut, ja, so können wir es auf jeden Fall machen. Denn das war noch nicht alles. Ich habe noch 3 weitere Dinge für euch. 2 limitierte und eine, die ihr auch schon kennt. Zum einen den wunderschönen Ezio in der Chibi-Variante. Einer von den Ubisoft Heroes. Der erste, wie es ausschaut. Ja, es gibt natürlich noch mehr. Nomad, Vars und Sam Fisher gibt es auch natürlich. Ganz klar. Ich werde das Paket jetzt hier trotzdem aufmachen. Eine nette Figur auf jeden Fall. Ja, klein, Ubisoft Heroes. Hier steht es auch nochmal unten drunter. Ganz nett. Ja, der Ezio aus. Ich glaube, Assassin's Creed 2 müsste es sein. Beziehungsweise, ja, ich glaube, es ist der aus Assassin's Creed 2. Die Ähnlichkeit, weiß ich nicht ganz. Packen wir den mal hier hin. Der kleine zum großen Ezio. Und jetzt, meine Freunde, komme ich zu der limitierten Figur, auf die ihr gewartet habt. Das ist wirklich ein mega Geschenk und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich das bekommen habe. Eine Figur, ja, ihr kennt es vielleicht schon am Trailer, wer es sein könnte, die auf 320 Stück limitiert wurde, die kein anderer bekommen hat, außer die Mitglieder der Mentors Guild und die man nicht kaufen kann. Das sind die Facts und eine davon werde ich auch verlosen und eine davon behalte ich, denn ja, ihr habt richtig gehört, ich habe 2 davon bekommen. Also insgesamt haben 160 Mentoren diese Figur erhalten. Und es dreht sich natürlich um Xiao Jun. Ja. Ich werde diese Figur öffnen und die andere geschlossen lassen und dann verlosen. Das ist die Figur nur für die Mentors Guild. Man sieht es hier auch nochmal mit dem Logo. Ja, es ist tatsächlich für keine andere Gruppierung gemacht worden. Und ich zeige euch einmal ganz kurz, was tatsächlich da drin steckt. Ja, es tut mir jetzt natürlich weh, das zu öffnen. Aber wir haben auch tatsächlich eine Karte mit der Zertifizierung, dass das Ganze wirklich nur limitiert ist auf 320 Stück. Man sieht es hier, Ubisoft Heroes, Xiao Jun, Mentors Guild, Nummer 151 von 320. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Dankeschön Ubisoft auf jeden Fall. Auf der Rückseite sieht man es auch nochmal. Ey, sieht aus wie eine Visitenkarte. Hammer, ganz geil eigentlich. Ich werde die ganze Karte mal hier packen. Zack. Jetzt fragt ihr euch, was ist an diesem Colorway so besonders? Naja, es gibt natürlich auch noch diese Figur mit Xiao Jun als normale Ubisoft Hero Figur, aber der große Unterschied ist, dass die roten Akzente bei der normalen Xiao Jun hier Gold sind. Ja, das ist der einzige Unterschied natürlich noch mit der Zertifizierung. Dazu hier noch natürlich Mentors Guild, Ubisoft Heroes. Das sind im Grunde die größten Unterschiede. Ja, ein sehr, sehr spitzes Schwert und scharfes Schwert. Und natürlich, die 2 Finger dürfen nicht fehlen. Eine wunderschöne Figur. Wunderschön, wirklich. Ich stelle sie mal hier hin. Dann könnt ihr sie euch gleich in einem schönen Shot nochmal sehr schön anschauen. Ich denke, es ist wirklich was Wunderschönes, dass ich sowas bekommen habe. Und wir sehen uns gleich nochmal vor meinem klassischen Hintergrund. So, Freunde, ich hatte etwas von Verlosung gesagt und die wird auch bald kommen, nämlich im Dezember höchstwahrscheinlich. Da gibt es ein paar kleine Überraschungen für euch. Es lohnt sich also für euch definitiv hier auf diesem Kanal zu bleiben und dann auch natürlich ein Abo dazulassen mit der Glocke. Da würde sich Eivor freuen und ich auch. Und dann gibt es ja vielleicht, naja, bei dem einen oder anderen Tag an Weihnachten diese wunderschöne Figur zu gewinnen. Was haltet ihr von diesen Figuren? Wie findet ihr die vom Look? Lasst es mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Ich freue mich auf euer Feedback. Vielen Dank. Bleibt locker und wir sehen uns im nächsten Video. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.